Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich konnte ja nicht ahnen, dass diese Jugendamtstussi gerade heute vorbeischaut. Und was meinst du, was unangekündigter Besuch zur Überprüfung der Lebensverhältnisse bedeutet? Also wenn es irgendwie hilft, übernehme ich natürlich die ganze Verantwortung. Schönen Dank, auch das bringt nur leider nichts. Wenn die Frau checkt, dass Jessie und ich kein richtiges Paar sind, dann kann ich die Adoption vergessen. Die wird schon nichts mitbekommen. Wolf, alles in Ordnung? Ja, sicher. Oh, Frau Nagel, ist doch schön, dass Sie mal vorbeischauen. Finde ich auch. Und Sie sind? Unser schwuler Mitbewohner, Herr Sabel. Ja, das ist der Olli. Freut mich. Ja, mich auch. Ja, entschuldigen Sie noch mal das Chaos, aber die beiden, die sind in plötzlichen Regen geraten. Und Völlig durchnässt, völlig durchnässt. Ich wollte mir gerade ein noch frisches T-Shirt anziehen. ja. Ah ja, genau, das hier ist es auch. Danke, Schatz. Oh, mein Lieblingsshirt. Figur betont. Ja, sollen wir vielleicht ins Wohnzimmer gehen? Sehr gerne. Ja. Bist du denn sicher, dass es Tristan war? Was soll ich sonst denken? Ja, es spricht wirklich alles dafür. So, 2 Burritos, einmal extra scharf. Guten Danke Appetit. dir. Tristan war schon immer eifersüchtig auf Andi. Dass Andi ihm gesagt hat, dass er um dich kämpfen will, hat die Sache wahrscheinlich nicht besser gemacht. Mit der ganzen Sabotage hat er seine Aufmerksamkeit auf die Baustelle gelenkt und von mir weg. Hat er denn mitbekommen, dass du Andi selbst schon eine Ansage gemacht hast? Scheint nicht, sonst wäre es bestimmt nicht dazu gekommen. Ich meine, genau an dem Tag, an dem ich Andi sage, ich will ihn nicht mehr sehen, sägt Tristan dieses Rohr an. Sieht aus, als hätte sich Tristan diesmal selbst ins Knie geschossen. Ich meine, Tristan hat aus Eifersucht wirklich schon krasse Sachen gemacht. Denk doch mal dran, wie er das Gestüt abgefackelt hat. Er hat aber gar keinen Grund mehr, eifersüchtig zu sein. Naja, du hast neulich klatschnass mit Andi in einem Pool rumgeknutscht. Fast. Da ist nichts passiert. Aber dieses Nichts hat Tristan gesehen und das hat ihm wahrscheinlich gereicht. Aber, mein Gott, deshalb eine ganze Baustelle zu sabotieren, das passt doch gar nicht zu Tristan. Aber es passt zu dem Tristan, den man von früher kennt. Er hat sich geändert. Hat er denn zugegeben, dass es war? Und aber abgestritten hat er es eben auch nicht. Er hatte die Gelegenheit und anscheinend hat er sie wirklich genutzt. Wie geht's jetzt weiter mit euch? Keine Ahnung. Ja, und das hier sind die ganzen Babygitter, die ich zusammen mit Olli besorgt habe. Und eigentlich wollten wir die auch schon angebracht haben, ne, Olli? Was? Ja, die Gitter. Und die macht mal hier einfach so an die Tür, damit der kleine Maxi nicht einfach so weglaufen kann. Ja, laufen kann er ja noch nicht, oder? Nein. Nein. Vielleicht sollten Sie nicht den letzten Schritt vor dem ersten machen. Hä? Ja, vielleicht sollten Sie erst mal andere Dinge in Ihrem Haushalt in den Griff bekommen. Oh, ja, normalerweise sieht's hier nicht so aus, wirklich. Wir haben das noch nicht so ganz geschafft aufzuräumen, aber normalerweise machen wir das immer als alle. Ja, normalerweise ist hier super aufgeräumt. Ja. Sie wohnen hier zu sechst, oder? Ja, nee, zu 5. Also Ollis Mann, der lebt zurzeit in England. Was? Christian wohnt in England. Dein Mann. Ja, genau, Christian, England, stimmt, ja. Und die anderen beiden Männer, sind die auch ein Paar? Nee. Andi ist nicht. Nein, der Dr. Mendes auch nicht, nein. Hallo, da bin ich wieder. Was ist denn hier los? Ja, das ist Frau Nagel vom Jugendamt, weiß wegen der Adoption für Maxi. Und das ist Christian. Hallo. Dann sind Sie also zurück aus England? Ja, so eine Überraschung. Olli, warum hast du Ja, du, spiel mit. Warum hast du denn nichts gesagt? Überraschung! Ja. Weißt doch, wie sehr du mich vermisst hast. Ja. Ja, wir sind ja auch alle berufstätig. Ja, aber es ist immer jemand da, der sich um Maxi kümmert. Ja, aber Maxi ist so pflegeleicht, der fühlt sich eigentlich bei jedem wohl. Aber in erster Linie kümmern wir beide uns um ihn. Natürlich. Ja. Das klingt alles recht improvisiert. So wie Sie das sagen, klingt das so, als wäre das nichts Gutes.
Uns ist klar, dass Kinder in den ersten Lebensmonaten Bezugspersonen brauchen, auf die sie sich verlassen können und denen sie vertrauen. Das sind ganz klar Jessica und ich. Und wir bieten ihm hier ja ein wunderschönes Zuhause. Eine WG? Ja, aber es ist ja nicht so, dass hier ständiges Kommen und Gehen herrscht. Hier leben immer dieselben 6 Personen und die sind Maximilian bestens vertraut. Und was ist mit den Partnerinnen der anderen beiden Männer? Ricky hatte schon Ewigkeiten keine Frau mehr. Ja, und Andi auch nicht. Ja, und wir sind hier eine große Familie. Davon werde ich mir in den nächsten Wochen ein Bild machen. Ich melde mich dann bei Ihnen. Ja, ich gesehen. Danke. Ich finde selbst hinaus. Tschüss. Das hätte schlimmer laufen können. Noch schlimmer? Also ich meine, soll ich jetzt jedes Mal zu Olli werden, wenn die Troller vorbeikommen? Was sollte dieses Verwechslungstheater hier überhaupt? Ja, wenn Ricardo und Jessica vielleicht mal die Finger voneinander hätten lassen können. Was gibt's denn jetzt uns die Schuld? Was können wir denn dafür, wenn du einfach mit dieser Frau bei uns reinplatzt? Mit solchen unangekündigten Besuchen müssen wir die nächsten Monate rechnen. Mann, wir haben gestern erst darüber gesprochen, dass Frau Nagel jederzeit vorbeikommen kann. Ja, und deshalb darf ich jetzt keinen Sex mehr haben, oder was? Also Donna, mach mal einen Punkt, ja? Schließlich habe ich dir hier einen Gefallen getan. Was? Ja, wer will denn Maxi adoptieren? Ich habe euch gleich gesagt, dass ihr diese Adoption nicht auf die leichte Schulter nehmen dürft. Und ich dachte, ihr steht alle hinter mir. Du hast so schöne, weiche Lippen, Olli. Ah, sehr witzig, Olli. Also was ich immer noch nicht ganz verstehe ist, warum haben Jessie und Dana behauptet, dass du ich bist? Ich glaube, sie finden es unverfänglicher, wenn Jessie mit einem halbnackten schwulen Mann in ihrem Zimmer erwischt wird, anstatt mit mir. Also ich fürchte ja, dass die beiden sich damit noch mehr in die Bredouille gebracht haben. Ich sage dir, es dauert nicht mehr lange und der Schwindel, dass die beiden ein Paar sind, fliegt von dem Jugendamt auf. Ja, wenn Jessie und du weiterhin nicht die Finger voneinander lassen könnt, dann bestimmt. Ich gebe ja zu, das ist eine Riesennummer, die die beiden da abziehen, aber es geht hier schließlich um Maxi und darum, was gut für ihn ist. Ich finde es einfach richtig, wenn Dana alle Rechte bekommt und sich auch um Maxi kümmern darf. Du meinst also, ich soll auch weiterhin so tun, als wäre ich du? Jetzt tu doch mal nicht so, als wäre das so schlimm. Also, ich finde es ja ziemlich geil, echt zu sein. Ich muss das Lager. Tiger. Oh. Frau Wolf. Hallo. Frau Stiel? Hallo. Eigentlich wollte ich gerade zu Ihnen. Ach ja? Ich war vorhin vielleicht etwas schnell und etwas voreingenommen. Aber Ihr Mitbewohner Olli, also Herr Sabel, hat mein Bild etwas korrigiert. Na, Tiger, hast du alles geklärt? Hallo. Als ich vorhin Frau Nagel gesehen habe, dachte ich, ich nutze die Gelegenheit und kläre sie darüber auf, wie es in unserer WG wirklich abläuft. Ach so, und wie läuft's so? Wie du schon selbst gesagt hast, sind Frau Nagel und ich uns darin einig, dass man unsere WG doch eher als große Familie betrachten sollte, in der ein Kind mit seinen Eltern, aber auch mit seinen Onkel und Tanten aufwächst. Eine moderne Familie kann viele Formen haben. Entscheidend für das Wohl des Kindes ist der Zusammenhalt. Und der ist mir, wie mir nach unserem Gespräch scheint, sehr wohl bei Ihnen gegeben. Ja, dann ein Säckchen auf den Schreck. Träumchen. Ich war wirklich in meinem Leben noch nicht so froh, mich geirrt zu haben. Das kann ich gut verstehen. Ich habe ja eh gesagt, dass Tristan mit der Sache nichts zu tun hat. Ach, hey, du hast auch gesagt, dass es alles irgendwie zusammenpasst. Ich habe gesagt, es könnte sein, wenn du nicht mittlerweile einen besseren Menschen aus ihm gemacht hättest. Quatschkopf. Du kannst doch wirklich nicht abstreiten, dass du einen guten Einfluss auf ihn hast. Ja, aber heute habe ich ihm wirklich übles Unrecht getan. Da ist wohl eine fette Entschuldigung fällig. Und das wird mit Worten nicht zu regeln sein. Wenn du mich so anschmachtest, willst du immer irgendwas von mir. Was? Weißt du, das No Limits. Wir haben hier so viele wichtige Momente erlebt. Auf dem Daybed da hinten zum Beispiel, als wir zusammengekommen sind. Okay, jetzt erzähl mir mehr. Nein. Also, was habe ich damit zu tun? Du willst, dass ich die Leute rausschmeiße und den Laden dicht mache, damit du
der Hingabe deines heißen Körpers Buße tun kannst? Also so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja. Okay. Musst du heute gar nicht arbeiten? Wir haben geschlossene Gesellschaft und No Limits. Olli? Tut mir leid, in was ich euch da heute reingezogen habe. Ach, ich wollte schon immer mal wissen, wie sich's anfühlt, mein eigener Ehemann zu sein. Ist ziemlich geil. Also von Ricardo hätte ich am wenigsten erwartet, dass er da mitmacht. Ja. Nachdem er diese ganze Geschichte jetzt nochmal bestätigt hat, dürfen wir wahrscheinlich jedes Mal dieses lustige Rollenspiel machen, wenn die Tante vom Jugendamt kommt. Das kann ich doch nicht von euch verlangen. Ach, Hauptsache, du machst Andi nicht zu Ricardo, dann tickt er nämlich aus. Ich weiß, du machst Witze, aber ich mein's ernst. Ich verlange da viel zu viel von euch. Jetzt pass mal auf. Soweit ich weiß, hast du von mir noch nie was verlangt und von den anderen auch nicht. Du hast dich nur entschieden, den Kleinen zu adoptieren. Und die Entscheidung, die tragen wir alle mit. Aber nicht, weil du das willst, sondern weil wir das wollen. Ja, da musst du gar nicht so gucken. So, du kriegst nämlich nicht nur Maxi, sondern eine ganze Familie dazu. Weil wir das wollen. Ist das jetzt angekommen? Angekommen. Fein.